Mit dem großen Update Nummer 5 für die Siedler, welches Ubisoft als ihr wichtigstes bezeichnet, warum auch immer, ziehen neue Einheiten und völkerspezifische Fähigkeiten ins Spiel ein, wodurch sich die drei Völker mehr unterscheiden sollen. Naja, damit entfernt man sich aber wohl nun endgültig von einem Die Siedler-Spiel in Richtung eines Age of Empire Light RTS, aber gut, der Reihe nach. Stimmung. Also, Stimmung ist ja da, wenn über das neue Die Siedler gesprochen wird. So hatten wir zum Beispiel sehr viel Stimmung, als wir die Closed Beta im Frühjahr auseinandergenommen haben. Danach gelobte Ubisoft immerhin Besserungen, um nach ein paar Monaten erneut Stimmung zu machen. Denn nach der Nahrungskatastrophe und der Werkzeugkastration ist definitiv wieder Stimmung vorhanden. Aber dass diese durch die Bank negativ ist, scheint bei Ubisoft niemanden so richtig zu interessieren. So blieb auch der Shitstorm zum Thema Werkzeug aus der letzten Die Siedler-News-Folge völlig unkommentiert stehen. Ich mach mir die Welt, bitte, bitte, wie sie mir gefällt. Ich kann schon nachvollziehen, wenn man als Dev eine Vision für ein Spiel hat und das dann auch umsetzen möchte. Allerdings funktioniert so etwas nicht mit bestehenden Marken und in unserem Fall eben auch ganz und gar nicht mit Die Siedler. Tja, es scheint also nur noch eine Frage der Zeit zu sein, bis auch der Name Die Siedler folgerichtig gestreamlined wird, da man diese Käuferschicht ohnehin aufgegeben hat, da anscheinend komplett irrelevant und dann im Endeffekt wirklich machen kann, was man möchte. Mein Favorit wäre übrigens Champions of Antaria 2. Auf was ich aber eigentlich hinaus möchte: Es ist mehr als irritierend, dass ein Spiel, welches im Januar im Beta-Stadium war und bereits im März erscheinen sollte, so extrem unfertig ist. Denn auch jetzt vermittelt man uns den Eindruck, dass das neue Die Siedler, Champions of Antaria 2, sich noch in einer sehr frühen Entwicklungsphase befindet. So wurden ja auch erst jetzt vor kurzem so grundlegende Dinge wie eine Speicherfunktion oder Tastenkürzel ins Spiel eingefügt. Da triggert folgender Satz natürlich besonders. Zitat: Wir wollten den verschiedenen fraktionseigenen Einheiten schon immer einzigartige Fähigkeiten verleihen, um sie voneinander und von den normalen Soldaten abzugrenzen. Zitat Ende. Wohlgemerkt, 7 Monate nach dem geplanten Release. Ist euch auch aufgefallen, dass wir noch nie irgendwas von der Singleplayer-Kampagne gesehen haben? Aber gut, es gab Updates und die schauen wir uns jetzt an. Mit dem Kundschafter zieht eine neue Einheit ins Spiel ein, die ihr ab sofort im Gildenhaus ausbilden könnt. Sie sind also relativ früh baubar und dank guter Vision dafür da, wie der Name schon sagt, die Map auszukundschaften. Anders wie der Dieb in zum Beispiel Die Siedler 4 kann der Kundschafter aber nicht Waren klauen. Das bleibt exklusiv beim Ingenieur. Eine verpasste Chance, wenn er mich fragt. Dafür kann der Kundschafter sich eine gewisse Zeit lang tarnen und sogar ein bisschen mit seinem Kampfgift kämpfen. Dabei soll er aber einer richtigen Militäreinheit deutlich unterlegen sein und somit eher zum Nerven gedacht sein. Und jetzt kommt's, denn die nächste große Neuerung ist das sogenannte Zurückrufen. Mit dieser Funktion könnt ihr ab sofort eine ausgewählte Gruppe an Einheiten zurück zu einem beliebigen Gebäude teleportieren. Laufen? Streamlined? Who cares? Diese Funktion könnt ihr nach einem gewissen Cooldown unabhängig von der Einheit und egal wo eure Truppen auf der Map sind, nutzen. Zitat: So haben Spieler und Spielerinnen die Möglichkeit, ihre Einheiten proaktiv auszusenden, ohne Angst haben zu müssen, alles zu verlieren, wenn gerade alle am falschen Ort sind. Zitat Ende. Ja, das steht da wirklich so. Wo kämen wir denn auch hin, wenn der Spieler für falsche Entscheidungen bestraft würde? Und wieder sind wir beim Thema Champions of Antaria 2. Klingt alles nach einem nun noch flotteren RTS-Spielchen, das sicher durchaus Spaß machen kann, aber eben nichts, aber auch absolut gar nichts mehr mit Die Siedler zu tun hat. Und ja, ich weiß, auch in Die Siedler 3 und 4 konnte man teleportieren, allerdings funktioniert das System hier vollkommen anders und schon gar nicht random, nach einem Cooldown, egal. Mit neuen Fähigkeiten für Fraktionseinheiten möchte man die quasi völlig gleichspielbaren Völker ein bisschen mehr voneinander unterscheiden. Da man sowas in einem Die Siedler-Spiel natürlich über den Siedlungsaufbaupart, über unterschiedliche Gebäudekosten oder gar unterschiedliche Gebäudetypen regeln müsste, spielt er jetzt keine Rolle mehr, da Antaria und so. So kann der Berserker-Champion der Jorn nun einen besonderen Kampfsprung ausführen, die Speerwerfer der Maru, Blumen oder so komische Gemüsenfallen legen und die Alabalest-Schützen der Elari mit magischen Pfeilen schießen.
Nach dem ebenfalls verheerenden Echo um die Vogelscheuche hat man sich nun dazu entschieden, den Abwehrturm in Lockvogel umzubenennen. Ja, kein Scheiß. Und ihm ein neues Design in Form von Holztruppen zu geben. In der Funktionalität bleibt aber alles gleich. Und da warum auch immer, ich verstehe das gar nicht. Ubisoft die Tester auf dem TTS weglaufen, dass sie dem Vernehmen nach reihenweise frustriert aufgeben, kann jetzt jeder mittesten und sein Feedback mit Ubisoft teilen. Hierfür müsst ihr lediglich einen kurzen Fragebogen auf Englisch ausfüllen und eine Verschwiegenheitserklärung unterzeichnen. Zudem wurden weitere ehemalige Beta-Tester zum Testen eingeladen. In diesem Sinne, allen Testern und zukünftigen Testern viel Spaß und alle anderen werden natürlich weiterhin in den Champions of, die Siedler-News über den weiteren Stand des Projekts informiert. Das ziehen wir jetzt voll durch. Anteria is waiting, and the champions are too. You know the castle, right? Well, it's just outside, you can't really miss them.